Alright, ihr sind liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget und wir wollen uns mit dem aktuellen Aktionsevent auseinandersetzen. Vorher aber noch eine Werbung in fremder Sache. Der gute Georgos hat mit Cry of Sin ein neues Shakes and Fidget Music Video sag ich mal, online gestellt und es ist, wenn man seine Musik so ein bisschen betrachtet, ein bisschen anders als vorherige Lieder und ich muss sagen, es ist ziemlich geil und ich habe da auch ein paar drin, also guckt euch auf jeden Fall mal bitte an. Ich verlinke das Video auch nochmal in der Beschreibung. Ja, jetzt startet also der Black Gem Rush at the Witching Hour. Ja, 10 Events, eigentlich ein ganz geiles Bild da oben, muss ich mal sagen. Und das gilt jetzt von Thursday to Sunday, also ab heute. Trotzdem aber wichtig, ja, der normale Wochenevent oder das normale Wochenevent kann noch gespielt werden. Also falls ihr irgendwie nicht daran gedacht habt, macht es noch. Es ist ja gerade so eine Geschichte hier, wenn man ein paar Pilze ausgeben will, kann man das mitnehmen. Auf meinem Main-Chart muss ich das definitiv noch machen. Und es gibt halt natürlich sehr viele fette Events, die an sich sehr interessant sind, wenn man eben irgendwo sowas in der Form braucht. Epics, Seelen, Festung, Schmiedressourcen, Pets, Witches Stands halt sehr interessant, gerade auf dem Main Char. Ich habe nämlich entsprechenderweise auch jetzt die gestrigen Items der, Moment, finde ich sie denn? Die gestrigen Items der Expedition natürlich nicht verkauft für 10 Millionen Gold, weil sie jetzt eben 20 Millionen Gold bringen oder eben das Doppelte prinzipiell. Und ja, da können wir wieder schön Gold farmen. An Gold mangelt es ja auch nicht. Ja, Gold-Event gibt es halt nicht, wäre noch mehr gewesen, aber XP-Event hat er auch nicht. Also die normalen Daily Progress-Events sind nicht dabei. Der Rest ist aber dabei und hier wird auch beschrieben, dass es natürlich das entsprechende Pet-Pharamon zu finden gibt. Das Halloween Epic Set kann jetzt noch im Event halt beendet werden. Mushroom Dealer mit 20% on top, ne, ist klar. Also hier im normalen Shop zwar zu sehen, aber über den Webshop ist es ja klar, dass ihr diesen Pilzbetrag für 100 Euro bekommt. Ihr müsst im Webshop dann eben nur die Pilze kaufen und nicht in-game und könnt dann auch einen Creator-Code eingeben. So zum Beispiel meinen Handwhistle, indem ihr mich mit 5% Umsatz unterstützt. Vielen Dank dafür, wenn ihr das macht. Entsprechenderweise kann man dann eben auch Giveaways oder sowas starten auf dem Kanal. Was halt natürlich mit dem Black Gem Rush bedeutet, dass wir jetzt große schwarze Steine finden und da gab es zu Recht ein bisschen Kritik, weil gerade die Bestandsspieler auf den meisten Servern jetzt keine schwarzen Steine benötigen. Die meisten anderen sind in der Regel nur auf legendäre Steine angewiesen. Es ist zumindest jetzt kein Nachteil, weil die legendäre Steinfindrate ist genauso hoch wie zuvor. Die wird durch das Event nicht beeinflusst. Dementsprechend ist es jetzt kein Verlust. Aber ja, ihr müsst natürlich auch bedenken, dass es speziellerweise für EU16, der Server, der ja jetzt am morgigen Tag startet, sehr interessant sein kann, wenn die Spieler eben gerade zum Serverstart schwarze Steine finden können. Und der Serverstart ist ja letztendlich auch für das Avatar Race beworben, benutzt Level 350 die ersten 5 Chars. Also wie gesagt, ich will das nicht krass befeuern, weil ich es schade finde, dass es leider nicht für Free-to-Play-Spieler möglich ist. Dennoch ist das natürlich ein Schachzug, sagen wir mal, der interessant ist, denn gerade zum Beginn des Servers hat man ja kaum die Chance auf schwarze Steine. Natürlich gab es in der Vergangenheit auch schon Serverstarts, wo Spieler aus bestimmten Gilden relativ stark die Festung gepayt haben, geskippt haben, um schnell auf Rathaus 15, Ritterhalle 15 zu kommen, um dann eben schwarze Steine möglich zu machen. Aber die Fundrate war ja dann trotzdem gering und hier ist es dann eben so, man findet nur schwarze Steine und das kann sich positiv zum Serverstart-Event auswirken. Ich weiß zwar nicht, ob es sogar schlecht ist, dass man gar keine Main-Stats-Steine finden kann, weil teilweise kann es vielleicht bei den Dungeons sogar besser sein, wenn man nur Main-Stat-Steine hat, aber trotzdem, Black Gems sind natürlich universal gut und dementsprechend, gerade wenn sie groß sind, hilfreich und dann kann man eben entsprechenderweise durch Items seine Main-Stats-Attribute nochmal ein bisschen pushen oder eben durch Skills. Also ich denke mal, das sollte eher ein Vorteil sein als ein Nachteil. Und für die Spieler dann eben auf EU16 sehr interessant, dass das Event eben jetzt läuft. Und für die davon jetzt von schwarzen Steinen jetzt keinen Nutzen haben, die haben halt normales Festungsevent, haben halt die Chance auf große Steine. Es ist jetzt, wie gesagt,
kein großer Nachteil, aber die Kritik ist in dementsprechend halt berechtigt, da ein Großteil der Spieler jetzt von diesem speziellen Black Gem Event erstmal keinen Nutzen hat. Aber der Black Month geht ja noch eine Weile und das heißt, da könnte es ja auch noch andere Möglichkeiten geben. Ja, ich für meinen Teil muss auf meinem Main Char auf jeden Fall mal Folgendes machen. Ich habe sehr, sehr viele Items noch nicht attributisiert. Die habe ich zuletzt mal ein bisschen ausgetauscht. Ich wollte euch einfach mal nur zeigen, was es ausmachen kann. Also es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Items plus die Waffen, die nicht attributiert sind, wenn wir das jetzt mal machen, wie sich meine Main Stats verändern. Ja, das schaut euch das gerne mal an. Also ich habe jetzt mal den Spaß gemacht und wie ihr sehen könnt, das Ganze, was 0 war, auf 20 gepusht. Das schaffe ich noch nicht bei allen Items. Die 17er waren die regulären Items, die ich noch nicht getauscht habe, die man in einem Epic-Event vielleicht noch tauschen könnte. Aber ja, wir haben also hier 6000 Stats hinzubekommen und hier auch knapp 6.000 bis 7.000 Stats. Also alleine die Attributierung macht auch schon einiges aus. Darunter zählt dann natürlich auch noch der Pet-Bonus, der sich erhöht. Also das Ganze geht halt exponentiell nach oben. Damit bin ich schon fast bei 200.000 Geschick auf meinem Main-Char. Das ist schon gar nicht so übel. Schaffe ich das über Skillen? Schaffe ich das? Knackig? Nein, das schaffe ich noch nicht jetzt. Das schaffe ich leider noch nicht, aber zum Ende des Wochenendes ist es definitiv geschafft. Hier 200.000 Main-Stats-Attribute zu bekommen. Und ja, das wird auch eine geile Geschichte, denn es ist ja wichtig. Jeder Punkt ist wichtig hier in der Gilde, innerhalb dieses Servers, dieses fusionierten Servers. Ja, wir sind in der Ehrenhalle 3. Platz und Savers halt 2. und die haben uns ja vor einigen Tagen eben entsprechenderweise so besiegt. Hier kann man mal die Fights durchgehen, um einfach mal ein kleines ja, Bildchen dazu zu bekommen, wie groß der Unterschied ist. Hier ist natürlich immer ein Fight, immer nur so eine Momentaufnahme. Es kommt immer darauf an, wer schlägt als erstes zu, wer macht welche Crits, wie viel Schaden machen die Crits. Also ne, das ist immer noch so ein bisschen Spielraum. Auch die Magic Mushrooms können eine Rolle spielen. Ich glaube, ich weiß nicht, entweder man sieht sie hier gar nicht durch die Next Fights. Aber das sind halt natürlich ganz andere Kämpfe als die Kämpfe, die wir zuletzt auf S41.de hatten. Ja, also, und ja, ich sag mal, ne, die haben angegriffen, 48 Leute haben mitgemacht und am Ende war es nur einer über. Ne? Also das ist jetzt nicht ne, wenn ein Fight so ausgeht, dann könnte man schon denken, okay, es ist tendenziell vielleicht sogar drin. Ich meine, die Verteidigung ist in der Regel immer einfacher als der Angriff. Aber ja, langfristig oder permanent im Moment sieht es eben so aus, wie ich sagte, wir sind 3. Platz, wir haben knapp 200 Ehrenhalle-Punkte weniger. Ja, Crit Happens, die jetzt durch die Serverfusion, da sie auf mehreren Servern noch vertreten waren, hat jetzt im Moment auf jeden Fall Rang 1 belegen. Die sind da weit vor. Aber 3. Platz ist auf jeden Fall geil, der muss gehalten werden. Ich glaube, wir greifen in der Regel immer diese Gilden derzeit an, dass ja, ein Fight gegen eine dritte, wenn ich mal einen finde, kann man sich den natürlich auch mal angucken und auch der Elevator wird interessant sein zu sehen, ob man dann entsprechenderweise wie in der Ehrenhalle dasteht oder nicht. Es dauert noch ein bisschen, bis der nächste Elevator da entgegen kommt, aber ja, der Server ist dahingehend auf jeden Fall sehr, sehr stark unterwegs und die Fusion hat wirklich dort sehr viel Bewegung reingebracht. Nicht nur bei uns in der Gilde, eben sonst auch bei allen anderen Gilden. Wird spannend sein zu sehen, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wie es auf EU16 auch losgeht, wen wir da treffen. Bin ich auf jeden Fall mit am Start und dann würde ich sagen, haut auf jeden Fall rein, Leute. Macht das, tschüss und servus. Euer Basti. Scheiße, ey. Das Video ging länger, als ich wollte. Ich will ja eigentlich nicht mehr so lange Videos machen. Also, ist jetzt auch nicht mega lang, ne? Aber eigentlich dachte ich so, 8 Minuten ist so die Grenze. Das habe ich jetzt nicht geschafft. Naja, Happy Halloween.